Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind heute weder im Laden noch vor dem Laden. Wir sind für euch extra aufs Land gefahren, um ein paar schöne Aufnahmen zu bekommen. Wir haben euch beim ersten Beverly 400 Video gebeten, uns mitzuteilen, was ihr wissen wollt. Ihr habt fleißig kommentiert und Fragen gestellt und deswegen gibt es heute ein zweites Video. Wir schauen uns das Fahrzeug noch mal ein bisschen genauer an. Wir haben uns nämlich mit dem Keyless Go beschäftigt. Dazu wussten wir im ersten Video noch gar nichts. Dann haben wir jetzt eine Scheibe mit dabei, die montiert ist. Auch da reden wir gleich noch mal drüber. Und wir haben coole Fahraufnahmen für euch. Wir haben 0 auf 100 getestet, 100 auf 0. Bremsen sind richtig gut. Und lasst uns mal wieder einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt. Einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr künftig keine Videos mehr. Legen wir los. Viel Spaß! So, schauen wir uns das gute Stück doch gleich mal etwas genauer an. Vorweg, wir hatten im ersten Video das Windschild nicht montiert. Da war das Unboxing, wir haben das Fahrzeug ausgepackt, da war keine Scheibe mit montiert. Die ist serienmäßig immer mit dabei bei dem 400er Modell. Und hier seht ihr sie jetzt, Serie. Dann schauen wir uns das Keyless Go an, weil auch da wussten wir beim letzten Mal nicht Bescheid. Wir haben hier eine echt schicke Fernbedienung. Macht auf jeden Fall was her mit 3 Knöpfen. Oben ist einfach nur ein Warnblinker. Da blinken die Blinker kurz auf. Das kennen manche vielleicht schon von den GTS-Modellen. Ist eine Spielerei. Ich sehe da noch nicht wirklich so die Notwendigkeit und verstehe auch nicht ganz warum. Aber es ist da. In der Mitte haben wir eine Zapfsäule. Das ist für die Tankklappe. Die springt wunderbar auf. Man muss kurz drauf bleiben. Dann öffnet sich die und da hängt nichts. Das ist wirklich, das funktioniert super. Das funktioniert, also vom Gefühl her, das ist wertig gemacht. Das wird mit Sicherheit langfristig auch keine Probleme geben. Ganz unten haben wir noch ein Schlosssymbol. Das Schlosssymbol ist für die Sitzbank. Auch da wieder gedrückt halten und dann springt hier der Sitz auf. Helmfach beleuchtet. Hier vorne ist die Batterie drin mit ein bisschen Bordwerkzeug. Übersichtlich, sehr viel Stauraum. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Übrigens, für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, wir blenden euch jetzt noch mal kurz die technischen Daten zu dem Fahrzeug ein. Und ihr kriegt von uns natürlich auch noch mal eine Übersicht über die Farben. Es gibt 2 Versionen, es gibt die normale Version und die Sportversion, jeweils 3 Farben davon. Die seht ihr hier. Zum Zündschloss. Der Schlüssel muss in der Nähe des Fahrzeugs sein. Wenn ich hier einmal drauf drücke, leuchtet hier oben dieses Piaggio-Symbol auf. Das heißt, es ist schon mal aktiv, das Ganze. Jetzt kann ich das Lenkschloss rausnehmen. Bin auf der Off-Stellung. Noch eins weiter ist die Zündung. Da leuchtet einmal alles auf. So, und dann könnte ich mit Bremse ziehen und Startknopf das Fahrzeug starten. Zum Ausmachen gleiches Spiel wieder. Auf die Off-Stellung, eventuell weiter aufs Lenkschloss, draufdrücken, dann blinken einmal die 2 Blinker auf, das Piaggio-Symbol geht aus und dann habe ich das Fahrzeug abgestellt. Schauen wir uns doch auch ganz kurz das Tacho etwas genauer an. Es ist sehr übersichtlich gestaltet, es ist alles drauf, was man braucht an Informationen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben hier am Tacho einen Mode-Knopf, der linke von beiden, und wir haben einen Mode-Knopf an der Armatur. Mit dem Mode-Knopf am Display kann ich durch Drücken hier links die Informationen durchschalten. Das geht von Restreichweitenanzeige über Batteriespannung und so weiter. Rechts habe ich den Gesamtkilometerstand und mit dem Mode-Knopf hier an der Armatur durch einmal drücken schalte ich auch nur links die Informationen durch. Durch doppelt drücken kann ich hier rechts auf den Trip wechseln. Da gibt es Trip A und Trip B und wenn man hier drauf bleibt, dann wird das Ganze genullt. Machen wir einmal.
Jawohl, da ist es. Doppelt drücken und dann bin ich wieder im Gesamtkilometerstand. Das ist das, was ich mich, oder mit den 2 Tasten kann ich mich hier am Display ein bisschen spielen und ansonsten ist eine Tankanzeige da. Wir haben eine Wassertemperaturanzeige, Uhrzeit, Außentemperatur, Drehzahl, km/h. Es ist wirklich alles drauf, was man braucht. Wenn wir gerade noch hier am Lenker sind, Warnblinker. Hier haben wir die Handy-Connect-Taste. Dazu braucht man allerdings noch die Multimedia-Plattform Mia. Die kann man bei uns über das Zubehör bestellen. Notaus, Startknopf ist sowieso selbsterklärend. Hier links haben wir nochmal 2 Knöpfe für Tank und Sitzbank. Wie gesagt, geht ja auch über die Fernbedienung. Der ASR-Knopf da hat sich an der Funktionsweise nichts geändert. Wenn die Zündung an ist oder wenn das Fahrzeug an ist, bleibt man hier drauf, dann steht im Display ASR off, dann haben wir das deaktiviert und immer, wenn ich das Fahrzeug abstelle oder die Zündung aus und wieder anmache, ist dieses ASR, also die Anti-Schlupfregelung, sprich das Hinterrad da wird das Durchdrehen des Hinterrads verhindert. Immer wenn ich das Fahrzeug neu starte, ist dieses ASR wieder aktiv. Also es kann nicht passieren, dass ich dieses ASR deaktiviert habe, stelle mein Fahrzeug ab, starte das beim nächsten Mal, wenn es vielleicht sogar geregnet hat, die Straßen sind nass und dann würde mein Hinterrad durchdrehen, wegrutschen, wie auch immer. Es ist immer wieder aktiv. Ja, Handschuhfach, Keyless Go, Windschild, das waren die Punkte, die ich unbedingt ansprechen wollte, die wir beim letzten Video vergessen haben. Display sind wir durchgegangen. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug nochmal an. Ich muss ehrlich sagen, je öfter ich diesen Auspuff sehe, der wirkt hier, wenn wir von der Seite drauf schauen, zwar erstmal sehr groß und sehr voluminös, aber wenn wir die Ansicht von hinten nehmen, dann passt sich der super gut in die Fahrzeugform ein. Mega cooles Heck, Kennzeichenhalter da unten, richtig cool, gefällt mir immer besser. Wobei ich war von Haus aus schon Fan davon. Und weil es jetzt bei uns langsam anfängt zu dämmern, würde ich sagen, schauen wir uns die Beleuchtung noch mal ganz kurz an, weil das Tagverlicht nämlich wirklich was hermacht. Starten wir das Fahrzeug, dann sehen wir nämlich auch das Abblendlicht. Wir hatten auch heute schon das Vergnügen mit einem Beverly 350 an der Ampel und es ist ein kleiner Unterschied spürbar. Es ist nicht die Welt, aber ja, er geht besser wie der 350er. Können wir jetzt schon sagen. Wie gesagt, 0 auf 100 schauen wir uns gleich an. Wir versuchen euch da eine Zeitmessung mit anzuzeigen, dass wir eine 0 auf 100 Messung haben. Bremsen sind fantastisch. Wir haben vorne eine 300 mm Bremsscheibe. Und hinten eine 240 mm Bremsscheibe. Die sind wirklich bissig, die Bremsen. Das ist also vollkommen ausreichend. Fahrwerk ist super, das Fahrzeug ist sehr handlich. Topspeed heute getestet, laut Anzeige 151. Dieses digitale Display ist aber deutlich genauer wie das analoge Display vom Beverly 350. Wir sind zu zweit gefahren, Beverly 350 und Beverly 400. Und die Geschwindigkeitsanzeige war die gleiche. Wir waren eben minimal über diesen 150, hier laut digitaler Anzeige 151. Und trotzdem bin ich den Beverly 350 langsam weggefahren. Also die Tachoabweichung beim Beverly 350 ist einfach ein bisschen größer. Ja, ansonsten kriegt ihr, wie gesagt, noch ein paar Fahraufnahmen. Ihr seht unseren Beschleunigungstest. Wir haben noch ein paar Drohnenvideos für euch. Ist, finde ich, ganz cool geworden. Gebt uns da Feedback. Wir würden gerne wissen, ob wir das öfter machen sollen, ob euch das interessiert. Preise starten in Deutschland bei 6.490 € inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Nebenkosten. Und da ist es völlig egal, ob ihr euch für das Sportmodell oder für das normale Modell entscheidet.
So, wir versuchen jetzt einmal 0 auf 100 und anschließend Vollbremsung wieder auf 0. Wir sehen uns hoffentlich sehr zeitnah wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.